die Überschrift, die wird relativ lange. Also Dankbarkeit auf jeden Fall, dass man sowas erleben konnte mit so einem Team, mit so einer Mannschaft, aber auch mit meinem Trainerteam, das wirklich herausragend war, dass man innerhalb von so einer kurzen Zeit so eine erfolgreiche Zeit geprägt hat. So schöne Zeiten, die werde ich in meinem Leben nie vergessen, und deswegen bin ich da unheimlich dankbar für alles, was ich da erleben durfte. Ja, es steht ja auf dem T-Shirt auch drauf, Work. Ja. Und also wir haben, und da muss ich ein Riesenkompliment an mein Trainerteam, an Holger, Peter Schlösser auch. Wir haben direkt geguckt, okay, was können wir machen, wie können wir die Spieler fit halten, und da auch ja, an die IT, an die FC Bayern Medien wirklich top, das direkt umgesetzt. Jeder Spieler hatte zu Hause die Möglichkeit, sich einzuwählen, und das Cybertraining, glaube ich, war ein Riesenerfolg. Einfach auch die Mannschaft auch auf dem Fitnessniveau zu halten, und am Anfang weiß ich noch ganz genau, wie sie so gedacht haben, was wird das jetzt, ja, und irgendwo war es doch einfach eine gute Sache, weil alle sich jeden Tag gesehen haben oder zumindest mal 5-mal die Woche gesehen haben, und deswegen war es in der Hinsicht also wirklich ein absoluter Erfolg, und hat uns mit Sicherheit sehr, sehr weit gebracht. Eine gute Basis hat es uns gebracht. Quissos, und was für ein Tor von Michael Quissos! Tor Thomas Müller! Okay, ein Double. Also als sie mich in die Höhe geworfen haben, war das natürlich schon, da hatte ich schon ein bisschen Angst, dass sie mich da nicht fallen lassen. Aber letztendlich war auch das wieder ein Spiel, ja, wo die Mannschaft herausragend performt hat. Wir haben gerade eine Meisterschaft beendet mit unglaublichen, ja, einfach alle Spiele gewonnen, mit einer Art und Weise Fußball gespielt, mit einer Dynamik, die richtig gut war. Und auch dieses Spiel gegen eine Mannschaft aus Leverkusen, die fußballisch natürlich auch sehr begnadet war, die hatte keine Chance gegen uns, und deswegen war es verdient auch, dass wir das Pokalfinale gewonnen haben. Da das Double dann auch. Sehr gut. Ich fange an beim Michael Kuber. Den haben wir mit dazu genommen, einfach nochmal, um die Analyse, noch jemand dabei zu haben, der die Analyse noch intensiver mitmachen kann. Er hat einen sehr, sehr guten Job gemacht, hat sich auch sehr gut entwickelt. Tapper, Toni Tapalovic, Torwarttrainer, hat gezeigt, welcher Qualität er die Torhüter ausbildet. Nicht nur das Torwartspiel, sondern auch das Spiel allgemein. Er schaut sehr, sehr viele Spiele an, er analysiert die Spiele. Also von daher auch ein sehr wichtiger Part, auch im Trainerteam. Holger Preuch, absoluter Fachmann, Experte, was Fitness betrifft, und ja, auch ein sehr wichtiger Baustein für die vielen Erfolge, die wir feiern durften oder konnten.
Hermann Gerland, für mich, ich habe es schon öfters mal gesagt, ist einer, der natürlich auch sehr viele Trainer hatte an der Seite, als Co-Trainer, Assistent war. Für mich war es wichtig, dass man ja, einen Trainer dazu holt im November 2019, der die Mannschaft kennt, ja, der weiß, okay, auf was es ankommt, der den Verein kennt. Und für mich war das eine sehr gute Wahl, weil er natürlich enorme Erfahrung hat und er mit voller Leidenschaft für den Verein, ich sag mal, glaube ich, jetzt 25 Jahre auch hinter sich hat und der alles gegeben hat, immer 100% für den Verein, aber auch natürlich für mich und natürlich auch hier die Beziehung auch zu den Spielern, gerade die Spieler, die er natürlich auch selbst ausgebildet hat, ob es Thomas war, David Alaba. Ja, das sind einfach Spieler, die durch seine Schule gegangen sind und ich glaube, die müssen ihm ewig auch dankbar sein, dass er, wie viele andere Spieler auch, sie immer wieder ja, einfach auch gefordert und gefördert hat. Und Danny ist Trainerassistent, Co-Trainer, Analyse. Aber er ist viel mehr. Er ist für mich ein sehr wichtiger Mann. Wir sind auf der gleichen Ebene, was Fußball betrifft, wie Fußball ausschauen soll. Und deswegen ist er für mich ein sehr wichtiger Baustein. Bin da mit ihm absolut zufrieden und begeistert. Das hat, glaube ich, Mika Häkkinen mal gesagt. Erfolg hat man nie alleine. An dem Tag, an dem du das denkst, ja, hast du begonnen zu verlieren. Und genau das ist es. Es ist ein Teamsport. Und für mich ist es genauso. Jeder Einzelne, der hier ist, gibt alles, um mich zu unterstützen, aber auch alles, um den Verein zu unterstützen. Klar, es ist ja ein Job, aber mit so einer Leidenschaft, mit so einer Akribie ist es einfach überragend. Und deswegen ist es für mich einfach auch so, dass man nie alleine den Erfolg hat, sondern genau mit denen, auf die kommt es drauf an. Und da bin ich immer einer, der mich da nicht zu wichtig nimmt, weil ich weiß, dass ein Teamsport letztendlich das Team im Fokus steht. Es war 90. Minute, Deutschland, Frankreich, 1:0 für Deutschland und Kingsley Coman auf der rechten Seite und in der Mitte Tolisso und nein, genau so muss es sein. Endlich wieder Weltmeister. Nein, wir sind weiter. Erstes Spiel verloren, 1:0, schade. Noch diese eine letzte Chance. Nein, das Spiel ist aus. Der FC Bayern München ist Champions League-Sieger 2020. Bin ich jetzt mal gespannt. Wahrscheinlich war das nach Lyon, weil hier Jo und Thomas da sind und wahrscheinlich diskutieren, was man besser machen muss. Man muss schon Erfolge genießen, aber Halbfinale ist noch kein Erfolg am Ende. Ja, klar, kann man sagen, Halbfinale, das kann das Ziel sein, aber letztendlich die Champions League, das ist Erfolg. Und genau darum geht es, dass man sich dann auch in dieser Phase, wo man gewinnt, wo man sagt, okay, Halbfinale, jetzt haben wir das Endspiel. Aber man geht ja in das Endspiel rein, um es zu gewinnen. Ja, man will ja da versuchen, die Dinge vielleicht besser zu machen, die man jetzt in dem Spiel nicht so gut gemacht hat. Und deswegen ist es bezeichnend, dass die beiden diskutiert haben. Und man merkt hier auch, Thomas lacht noch ein bisschen, Jo ist da eher noch ein bisschen anders, noch ein bisschen kritischer, macht sich noch mehr Gedanken. Was Thomas auch macht, aber mit einer anderen Art. Weil letztendlich sieht man, Thomas lächelt, ja, hat aber genau die gleichen Gedanken wie Jo. Jo ist eher so, zeigt, dass er nicht zufrieden ist und Thomas hat eine andere Art, damit auch umzugehen. Vom Ergebnis aber her das Gleiche.
glaube, jeder Spieler, jeder Jugendspieler hat irgendwo das Ziel, ja, Weltmeister zu werden, Champions League zu gewinnen, Bundesliga oder Deutscher Meister zu werden. Und du schaffst es dann wirklich in einer Saison alle 3 Titel ich sag mal, zu holen, wie Meisterschaft, Pokal und die Champions League. Und ich glaube, ich werde nie vergessen, so nach dem Spiel, was da. Man kriegt es selbst nicht mit, aber wenn man dann noch einmal, ich habe im Urlaub das ein oder andere Mal gerade ja, die letzten Minuten vom Spiel nochmal angeguckt, ja, und dann was an Emotionen dann passiert ist, wie die Auswechselspieler draußen, Benchi, ja, Alvaro, oder Lukas auch, wie die da mitgefiebert haben, und das war einfach herausragend. Und dann Levi, Jo, ja, immer Kingsley, wie die gefeiert haben, das war sensationell, wie die alles rausgebrüllt haben, teilweise auch Tränen geflossen sind. Dann merkt man einfach, dass enorm viel, ja, Leidenschaft darin ist, Anspannung natürlich auch da ist, die dann entwichen ist, und man hat das große Ziel, nämlich ja, den Titel, den alle holen wollen im europäischen Fußball, nämlich die Champions League zu gewinnen, dass man das geschafft hat, und ja, deswegen ist es schon klasse. Ich habe einige Bilder von Jo gesehen, also seine erste deutsche Meisterschaft und so. Ich meine, viel hat sich da nicht verändert. Also ist da wirklich auch einer, der dann immer alles rausbrüllt, weil der ja einfach auch Erfolge haben will, Titel sammeln will. Und das ist schön, weil jeder, ja, ich glaube einfach, es hat schon viel mit einer intrinsischen Motivation zu tun. Und die kommt von innen, und ja, es ist immer. Letztendlich kommt von innen, und man kann sich ändern, ohne Frage. Aber vieles hat man schon in sich drin, und ich glaube, wenn es drin ist, dann ist es umso besser. Harvey, ja, wenn er gespielt hat, dann hat er einfach auch seine Leistung gebracht, dann konnte sie auf ihn verlassen, und sind natürlich so Geschichten dann gegen spanischen Verein eingewechselt worden, und dann macht er das entscheidende Tor. Das ist schon toll, und ich glaube, er hat hier in jedem Jahr, als er gekommen ist, jedem Jahr die Meisterschaft geholt, sehr, sehr viele Titel hier gesammelt, also von daher, ja, Harvey ist ein Schlitzohr, aber im Grunde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein großer Spieler gewesen, der eine tolle, erfolgreiche Zeit geprägt hat. Es ist immer gut, wenn man Spieler hat, die wissen, was man dafür tun muss, um erfolgreich zu spielen oder erfolgreich zu sein. Und man hat ja einige Spieler dabei gehabt, die 2013 auch den Titel geholt haben. Das ist Manu, Jerome, David, Harvey und Thomas. Das waren, glaube ich, die 5 noch. Und also einfach das nochmal zu wiederholen, wirklich das zweite Triple zu holen. Das werden, glaube ich, wenige in ihrer Karriere schaffen, und deswegen einfach ein Riesenkompliment. Clubweltmeister.
Nächster Titel. Wir wollten das unbedingt spielen, weil es, glaube ich, auch eine Sache ist, die man, wenn man dann das erreicht hat, dann will man diese Dinge auch spielen und den Titel auch gewinnen. Und ja, wir haben schon alleine die Hinreise nach Katar mit der Nacht auf dem Rollfeld in Berlin war nicht ganz so einfach. Vom Klima her natürlich top, gab es nicht besser. Weil gerade in der Phase war bei uns in Deutschland natürlich das Wetter nicht ganz so gut. Da konntest du so ein bisschen auch den Akku aufladen. Trotzdem hat man gemerkt, dass die Mannschaft einfach auch an der Grenze war, ja, der Belastbarkeit. Und dann kam das mit Thomas dazu, im Vorfeld ja schon mit Leon, mit Harvey, die also Corona hatten. Es geht immer weiter. Es ist so, wir haben klar den Titel geholt, wir sind dann direkt wir haben einen Flughafen und dann war ja montags schon wieder das nächste Spiel gegen Bielefeld. Ja. Du hast das Ziel erreicht, dafür hast du dich vorbereitet. Schön, ja. Last one. Manu ist für mich nicht nur ein absoluter Weltklasse-Torhüter, er ist auch ein absolut Weltklasse-Mensch, der sehr über den Dingen steht, der immer eine klare Meinung hat, sehr unaufgeregt ist und genauso wie er sein Torwartspiel auch durchzieht, ist er auch so im normalen Leben und mit ihm auszutauschen ist immer ein Mehrwert in meinem Leben. Deswegen ja, war die Zeit gerade mit ihm, ja, weil man ihn natürlich noch ein bisschen besser kennengelernt hat, enorm wichtig und ja, ist ein würdiger Kapitän, ist einer der zentralen Figuren aktuell bei Bayern München und hat auch eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit mitgeprägt. Der zweite Titel, Deutsche Meistertitel, ich glaube, es ist was ganz Besonderes, weil wenn man alle Ligen mal anschaut, es sind wenige, die letztes Jahr die Ligen angeführt haben, so weit wie wir. Also es ist schon so, dass man der Mannschaft einfach ein Riesenkompliment zollen muss, weil sie sehr, sehr diszipliniert auch waren und das wirklich über die ganze Saison hinweg. Und wir wussten alle, dass auch irgendwann mal ein Einbruch kommt. Aber wenn man jetzt so sieht, also die ganz großen Spieler, muss man sagen, ob das gegen Dortmund in Leipzig, ja, Wolfsburg war für mich auch oder Leverkusen sind auch für mich Spiele gewesen. Dann zu Hause, die schon seine Tücken hatten. Gegen Wolfsburg und gegen Leverkusen, ohne Levi, ohne ich glaube Serge war auch nicht dabei, ohne Niki. Das ist natürlich schon, zeugt einfach von einem wahnsinnig großen Teamgeist, den die Mannschaft gezeigt hat und einfach auch ihr Vertrauen, die sie in ihre Qualität auch hatten. Und das sind sehr, sehr positive Dinge, die da passiert sind. Ja. Grundsätzlich ist es natürlich für mich sehr, sehr schade und ich habe das ja auch schon mal erwähnt, dass die Fans waren für mich einfach so, die ich gerne natürlich dabei gehabt hätte und gerade wenn man das erfolgreichste Jahr des FC Bayern gespielt hat, dass da das ohne Fans ja, war, ist einfach nicht schön, muss man sagen, das fehlt. Das wichtigste Element, die Emotionen von den Rängen her und ja, ich hoffe, dass es bald wieder soweit ist, ja, dass die Fans da auch
auch wieder dabei sein können. Das wünsche ich mir einfach für den Fußball, für alle Sportarten letztendlich, weil ich glaube, dass der große Wunsch nach Normalität von uns allen sehr, sehr hoch ist.